Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kinospaziergang. Heute möchte ich einmal etwas über eine Zeiss-Ikon Boxkamera erzählen, aus einer Zeit, die leider Gottes nicht gern erinnern, aus der braunen Vergangenheit. Auf jeden Fall, es geht um die Kamera Baldur, gebaut von 1933 bis 1940. Ausgang von dieser Kamera ist die Kamera Box Tengor, eine sehr beliebte Kameratyp, und alle Profifotografen und alle ernsthafte Fotografen der 30er, 40er, 50er Jahre waren begeistert von diesen Boxkameras. Aber zurück. Die Boxkamera Tengor hat gegeben in 27 Typen und 4 Formate. Und eine von diesen Box Tengor Kameras in eine abgespeckte Variante ist die hier, die Zeiss-Ikon Baldur. Baldur. Der Name ist deshalb gegeben, weil das ist der Name des Patrons. Das war Baldur von Schirach. Der war der Reichsjugendführer in der Nazi-Stadt, in Nazi-Deutschland. Und er hat versucht, mit dieser Kamera die Jugend schlicht und einfach zu manipulieren. Diese Kamera ist eine Metallbox, zweiteilig. Die volle Spule kommt unten, da wird drüber gespannt und oben wird dann nach der Belichtung der Film aufgespult. Sie hat 2 Blenden und den Auslöser. Viel mehr hat die Kamera nicht und deshalb kann man auch nicht so viel kaputt machen. Das Format ist 6x9 und die Optik ist ein Fixfokus-Objektiv von der Firma Goertz. Der Rollfilm ist ein ganz normaler Rollfilm. Der hat einen Drahtauslöseranschluss und eine Stativ. Die Kamera kostet 8 Reichsmark. Ein jugendfreundlicher Preis. Aber der Hitler-Jugendamt hat natürlich versucht, auch die Jugend zu manipulieren, und das hat eine massive Werbung gegeben für diese paramilitärische Organisation der Jugend. Man hat versucht, das an die Jugend heranzubringen. Für die Jugend hat zum Beispiel gegeben passende Details und Teile für diese paramilitärische Organisation, passend zum Burgenkleidung, zum Mädchendirndls und so weiter. Also man hat alles unternehmen, um die Kamera an die Jugend zu bringen. Natürlich war das Ganze auch in Papierform unterstützt. Es gab da mal Schriften von den Firmen und von der Reichsjugendamt. Zum Beispiel hier die Parole war von Reichsjugendamt: Schreiben, Lesen, Fotografieren. Das war die Parole. Und natürlich die Firmen versuchten natürlich jugendfreundliche Schriften zu bringen, damit eben in der Zukunft was geschieht. Mit der Abberufung vor Reichsjugendführer Baldur von Schirach 1940, er ist einfach seines Amtes erhoben und nach Wien abgeschoben, war diese Baldur-Kult vorbei. Aber so lässt eine Firma natürlich auch nicht so. Für die Faschistenstaat Italiens hat auch eine ähnliche Kamera, die hieß Balilla. Und Balilla heißt italienisch so viel wie Fasci-Jugend. Und nachdem auch Balilla wieder sehr gut verkauft wurde, so gut wie diese Baldur, dachten sich die Herren, haben das Ganze wieder einen neuen Namen gegeben. Da hieß auf einmal Erabox und es ist als Auslands- oder Exportmodell verkauft.
auch sehr erfolgreich. Das ist die Geschichte von dieser Jugendkamera. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.